Heute zeige ich euch die Red Cinema Kamera des kleinen Mannes für die Filmmaker, die gerne günstig geniale Filme machen wollen. Hey, ich bin Malte und willkommen auf meinem Kanal MimCox. Hier lernt ihr YouTube zu verstehen und bessere Videos zu drehen. Also abonniert doch gerne den Kanal, um nichts mehr zu diesen Themen zu verpassen. Auf dem Papier klingt die Kinefinity Marvo fantastisch. Kleiner Formfaktor, RAW, ProRes, wechselbares Mount und damit die Möglichkeit, alle Objektive anzuschließen. Doch die große Frage ist doch, ist sie wirklich so gut, wie sie auf dem Papier klingt? Das möchte ich heute in meiner Review rausfinden für euch. Grundlegende Dinge habe ich schon in meinem Hands-on erklärt. Falls ihr das noch nicht kennt, schaut doch einfach hier oben mal, da habe ich es für euch verlinkt. Ein großes Dankeschön geht raus an Michael vom HD Videoshop, der mir die Kamera leihweise zur Verfügung gestellt hat. Also vielen Dank nochmal. Das Mount der Kinefinity Marvo ist modular aufgebaut. Das bedeutet, ihr könnt es einfach auswechseln und dort verschiedene Mounts einfach anschließen. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit für Nikon Mount, für Canon Mount, für E-Mount, was sehr einzigartig ist, denn eigentlich hat nur Sony das E-Mount. Und da ich von Sony komme und auch die FS7 habe, es ist sogar für mich möglich, meine E-Mount-Objektive daran anzuschließen. Leider ist das E-Mount, was Kinefinity anbietet, noch nicht elektronisch und das bedeutet, ihr müsst manuelle Objektive benutzen. Einige der Mounts haben auch einen variablen ND-Filter eingebaut und es gibt auch den Kine Enhancer, der als Focal Reducer arbeitet. Das bedeutet, ihr bekommt zum Beispiel an der Marvo, die eine Super 35mm Kamera ist, einen Vollformat-Look und ihr bekommt dazu noch eine Blende. Leider wird die Bildstabilisierung der Objektive noch nicht unterstützt, das soll aber in einem in Zukunft kommenden Firmware-Update unterstützt werden. Die Marvo kann auf unterschiedliche Weisen mit Strom versorgt werden. Entweder einfach nur per Stromanschluss, direkt Kabel von der Steckdose in die Kamera, oder es gibt hier diesen Side Grip, da könnt ihr einen Akku reintun und das sind die BPU-Akkus, die man zum Beispiel von Sony-Kameras kennt. Kinefinity stellt aber ihre eigenen Akkus her, die ein bisschen mehr Wattstunden haben. Mit den Akkus von Kinefinity komme ich auf ungefähr 75 Minuten, die Kamera betrieben werden kann. Wenn es noch das Kineback dazu nehmt, dann habt ihr die Möglichkeit, V-Mount-Akkus an die Kamera zu machen und die halten wirklich ewig. Was ziemlich cool ist, da es eine Cine-Kamera ist und es immer relativ lange dauert, bis man die neu startet, könnt ihr einen Akku rausnehmen, also eben den Side Grip, und dann läuft die Kamera weiterhin am Strom über den V-Mount-Akku, oder ihr könnt zum Beispiel auch den im Side Grip drin lassen und nehmt dann hinten den V-Mount-Akku raus, ohne dass die Kamera dann irgendwie ausgeht oder dass irgendwas passiert. Und das bedeutet, theoretisch müsste die Kamera eigentlich nicht mehr ausschalten, was am Set wirklich viel Zeit sparen kann. Was ein bisschen schade ist und für mich ungewohnt ist, ihr habt im Display keine Anzeige, wie lange der Strom noch reicht. Was ich wirklich fantastisch finde und was ein Riesenvorteil gegenüber vielen anderen Kameras ist, ihr könnt die Marvo mit ganz normalen SSDs benutzen. Natürlich solltet ihr vernünftig schnelle SSDs nehmen, aber ihr könnt eben SSDs benutzen. Nehmen wir mal Red als Beispiel, da kostet eine 1 TB Speicherkarte einfach 3.000 €. Und wenn ihr jetzt normale SSDs nehmt von SanDisk oder Samsung, die kosten so 300 oder 350 €. Die Marvo kann in ganz unterschiedlichen Formaten aufzeichnen. Die Marvo kann Cinema DNG mit unterschiedlichen Kompressionsraten aufnehmen, entweder 3:1, 5:1 oder 7:1, aber sie kann auch ProRes und da ist die höchste Auflösung ProRes 444XQ und das Ganze dann eben runter bis 422 Proxy. In Zukunft soll auch noch das eigene Format von Kinefinity kommen, das KineRAW. Das gab es schon mal bei älteren Kameras, sie haben es jetzt ein bisschen zurückgestellt, einfach weil die anderen Formate ein bisschen besser und einfacher zu handhaben sind. Die Marvo hat leider im Vergleich zu ihrem Vorgänger und zu der noch kommenden Marvo LF nur ein Base ISO von 800, während die anderen Kameras ein Dual Native ISO haben. Das bedeutet eben, ihr könnt einen niedrigen ISO-Wert einstellen, wenn ihr bei Tageslicht dreht oder viel Licht habt, aber ihr könnt auch einen höheren ISO-Wert einstellen, der eben nicht so viel rauscht, wenn ihr jetzt irgendwie bei Nacht dreht oder halt Lowlight-Aufnahmen habt. Das hat die Marvo nicht, die hat nur einen Base ISO-Wert von 800, was halt relativ gering ist. Damit ist die Marvo aber eben kein Lowlight-Monster. Aber ich konnte auch bis ISO 6400 eigentlich vernünftige Aufnahmen machen. Die Marvo hat wie viele andere Kameras auch einen Rolling Shutter. Das bedeutet, bei Handaufnahmen solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht so viel hin und her wackelt. Sonst kriegt ihr eben dieses Jello-Effektartige
Das ist okay, nicht schlechter als andere Kameras, aber auch nicht besser als andere Kameras. Achtet eben darauf, dass ihr eben von einem Stativ, Gimbal oder was auch immer nicht zu viel hin und her, Rolling Shutter eben. Mit der Marvo ist es natürlich auch möglich, Slow-Motion-Aufnahmen zu machen. Wenn ihr jetzt aber sehr viele Bilder die Sekunde aufnehmen wollt, dann müsst ihr den Bereich verkleinern, der vom Sensor ausgelesen wird. Das bedeutet, wenn ihr die höchste Anzahl an Bildern haben wollt, was bei der Marvo 192 Bilder sind, dann darf der Bereich nur so groß sein wie von einem 16 mm Sensor. Mit der Marvo ist es möglich, den Dynamic Range Bereich zu ändern, also entweder hoch oder runter zu stellen. Dafür müsst ihr im Menü nach ISO Highlight Stops schauen. Wenn ihr einen niedrigen Wert wie zum Beispiel 3,6 einstellt, dann werden helle Bereiche sehr schnell klippen und haben dann eben keine Zeichnung mehr. Wenn ihr den Wert 6,6 einstellt, dann habt ihr eben noch viel mehr Zeichnungen bei gleichen Einstellungen. Hier beim Cactus seht ihr bei gleichen Einstellungen einmal 3.6 und einmal 6.6. Und wie ihr schon sehen könnt, habt ihr bei 3.6 eben gar keine Zeichnung mehr und es ist einfach überstrahlt, und bei 6.6 habt ihr noch Zeichnungen und der Cactus sieht relativ normal aus. Der einzige Nachteil an dem 6.6 ist eben, dass ihr den ISO-Wert dann nur noch auf 2000 stellen könnt, anstatt auf den normalen Base-ISO von 800, während ihr halt bei 3.6 den ISO-Wert sehr weit runterstellen könnt. Alle Monitore, wie zum Beispiel ein Fernseher oder auch Kameramonitore, haben Input-Lag. Und über den Vorgänger der Marvo habe ich halt viel Schlechtes gehört, dass der Input-Lag halt relativ hoch sein soll. Und deswegen habe ich das einfach mal getestet, wie er denn in Wirklichkeit ist. Ich habe das Ganze mal mit meiner A7R II und mit meiner FS7 verglichen und die Marvo schneidet wirklich jedes Mal schlechter ab. So habe ich bei der Marvo eine Verzögerung von 180 Millisekunden gemessen, aber bei der A7R zum Beispiel sind es auch 130 Millisekunden. Nur die FS7 ist halt relativ schnell mit 70 Millisekunden. Natürlich wäre es schöner, wenn die Marvo jetzt auch so einen relativ kurzen Input-Lag wie die FS7 hätte. Am Anfang hat es mich relativ gestört, weil ich einfach von der FS7 was anderes gewohnt war. Als ich dann eben viel mit der Kamera jetzt gemacht habe, mit der Marvo, hat es mich dann irgendwann nicht mehr so gestört. Aber das muss man länger schauen, wie einen dieser Input-Lag eben stört. Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich total zufrieden mit der Marvo und ich freue mich jetzt schon, dann eben die Marvo LF einfach mal ausprobieren zu können. Ich mag den Formfaktor von der Marvo, man kann wirklich alles abbauen und die Kamera so eben auf eine Drohne oder auf einen Gimbal draufpacken. Aber ihr könnt sie auch extrem hochriggen und hier noch was dran bauen, da noch was dran bauen. Das ist einfach fantastisch. Was ich wirklich richtig gut finde, ihr könnt alle Codecs immer aufnehmen. Also ihr braucht nicht dafür hinten das Kineback oder ihr braucht nicht dafür noch irgendwas anderes. Fantastisch ist eben viele Codecs im kleinen Format. Ihr könnt 6K aufnehmen, was noch eine Seltenheit ist. Ihr habt diese vielen Mount-Optionen, was wirklich einzigartig ist. Natürlich könnt ihr bei einer Red auch PL und Leica, das geht alles, aber ihr könnt hier auch noch E-Mount und es gibt schon viele Adapter, das ist wirklich fantastisch. Was ich gerade eben noch Red angesprochen habe, ihr braucht nicht wie bei Red diese super teuren Speicherkarten, auch Akkulösungen, ganz normale V-Mount-Akkus, gibt es auch verschiedenste Sachen. Also da habt ihr einfach die Möglichkeit, die Kamera relativ günstig zu kaufen und alles, was ihr noch dazu braucht, ist auch relativ günstig. Also wie ihr seht, hat die Marvo schon auf der Haben-Seite wirklich sehr, sehr viele Sachen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Negativpunkte. So gibt es eben den Input-Lag und der kann je nachdem, was man dreht, zum Beispiel Sport oder auch Dokumentation, wo man wirklich sehr schnell sein muss, kann das einfach ein bisschen ungewohnt sein. Denn wenn ihr jetzt an der Schärfe dreht und das einfach anders gewohnt seid, dann kann es sein, dass ihr irgendwie daneben trefft und wieder daneben, einfach weil es sehr lange dauert, bis das, was eure Hand macht, am Monitor ankommt. Dann ist der Preis für die Marvo doch relativ hoch. Es gibt zwar unterschiedliche Pakete, wo ihr dann zum Beispiel nur das Brain irgendwie nehmen könnt, aber wenn ihr jetzt einfach schon einen Monitor dazu haben wollt oder auch den Side Grip, dann bezahlt ihr auch schon einfach mal 10.000 €. Und dabei habt ihr dann noch gar kein Mount für irgendein Objektiv. Und wenn ihr jetzt irgendwie Ton aufnehmen wollt, dann braucht ihr halt den Kineback. Wenn ihr also ein sinnvolles Paket nehmen wollt, wo Kineback und verschiedene Sachen schon mit dabei sind, auch ein Koffer und so, dann bezahlt ihr schon 11.600 €. Und da gibt es einfach viele Kameras in einer ähnlichen Preisklasse, die sogar günstiger sind, die ähnliche Spezifikationen haben. Genau vergleichen kann man das alles nicht, aber es gibt eben viele Kameras wie die Canon C200, wie die Panasonic EVA1 oder von Blackmagic die Ursa Mini Pro. Wo der Preis aber wirklich extrem interessant wird, das ist eben die Marvo und bald kommt die Marvo LF raus. Und die Marvo LF ist eben genau diese Kamera, aber eben mit einem Vollformatsensor. Und davon gibt es noch nicht sehr viele. Und da kostet das Basispaket, wo eben Monitor und Brain drin sind, 14.500 €. Das ist natürlich auch für einen Normalsterblichen jetzt erstmal extrem teuer, aber wir reden hier von Cinema-Kameras.
Und wenn wir mal ein paar andere Hersteller nehmen, dann gibt es von Sony die Venice und die kostet 41.650 Euro. Und das Einzige, was ihr für diesen Preis bekommt, ist nur das Brain. Das heißt, ihr braucht hinten noch was dran, ihr braucht noch einen Viewfinder. Das ist also extrem teuer. Und die Vollformatkamera von Red 58.200. Und dann braucht ihr eben noch die super teuren Speicherkarten. All dieses Ganze drumherum. Und das wird richtig teuer. Was noch nicht so schön ist, die SDI-Ausgänge von der Marvo geben nur Full HD aus. Also das heißt, ihr könnt kein 4K ausgeben. Das ist natürlich blöd, wenn ihr irgendwie mit dem Rekorder 4K aufnehmen wollt. Obwohl ich nicht so genau weiß, warum man das noch machen sollte, weil ihr könnt ja alles in der Kamera, auch RAW, eben aufnehmen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Michael vom HD Videoshop, dass du mir die Kamera zur Verfügung gestellt hast. Ich habe euch einfach mal unten alle Links zu ihm, also zum Shop und zu seinem YouTube-Kanal verlinkt, dass ihr da auch mal vorbeischauen könnt. Da gibt es auch so einige Videos zu der Marvo und ihr könnt euch mal alles genauer angucken. Habt ihr noch Fragen zur Marvo? Dann schreibt sie doch gerne mal in die Kommentare. Ich versuche die alle zu beantworten. Und ist das hier euer erstes Video auf meinem Kanal? Dann abonniert doch gerne meinen Cox, denn hier lernt ihr YouTube zu verstehen und bessere Videos zu drehen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video.